Burkhardt-Heims Modell der Psyche lässt sich auf viele Fragen ein, die die Psychologie, die Neurowissenschaften, allen voran natürlich die Bewusstseinsforschung, geflissentlich ignorieren. Es beantwortet viele Fragen, erklärt viele Phänomene, aber es hat auch einige gravierende Lücken, die teilweise auch ziemlich stören. Und über diese Lücken habe ich mir Gedanken gemacht, beziehungsweise genauer gesagt, habe ich die Intuition spielen lassen. Und was ich herausgefunden habe, darüber möchte ich in diesem Video sprechen. Hallo und herzlich willkommen zu 6 Dimensionen in Farbe. Mein Name ist Hannes Schmidt und ich erkläre euch die Gedankenwelt von Burkhardt Heim in verständlicher Sprache und anschaulichen Beispielen. Hin und wieder habe ich euch dieses Modell hier gezeigt mit dem Körper und da dieser immateriellen Struktur. Das ist Burkhardt Heims Originalmodell von dieser Psyche-Geist-Interaktion zwischen Körper und Psyche, beziehungsweise ILCOR nannte er es, sind diese sogenannten Syntroklinen oder auch Aktivitätenströme und die verknüpfen das Ganze irgendwie. Ich habe dieses Modell immer gerne benutzt, wenn es darum geht, so paranormale Sachen zu erklären, von Löffelverbiegen über UFO-Fliegen und natürlich auch Reinkarnation und so weiter. Wer das Modell nochmal in Gänze sehen möchte, ich habe das in dieser allerersten Videoserie, mit der ich auf diesem Kanal angefangen habe, da habe ich das in Detail erklärt. Damals hatte ich auch noch lange Haare und die Tonqualität war nicht sehr gut zugegeben. Wer das heute nochmal in überarbeiteter Qualität sehen möchte, ich bin auch dabei, das auf meinem englischen Kanal neu aufzulegen sozusagen, natürlich in Englisch, aber ja eben mit besserer Tonqualität. Den englischen Kanal bitte auch abonnieren, weiterleiten und teilen. Aber jetzt nochmal kurz, was sind diese Aktivitätenströme? Aktivitäten, das fällt sozusagen in die gleiche Kategorie wie die Elementarteilchen bei Heim. Also es gibt Elektronen, Protonen, Photonen, Neutronen und es gibt eben Aktivitäten. Die sind nur in der 5. und 6. Dimension zu Hause und sie stehen gewissermaßen oder transportieren für Veränderungen oder für bestimmte Strukturen, deren Bedeutung und auch deren Veränderung. Aktivitätenströme ist nichts anderes als eine Änderung von Bedeutung, von Strukturen, beziehungsweise eine Änderung ihres Bedeutungsniveaus in diesem Fall. Wird gleich vielleicht noch klarer. Aktivitäten, das ist wichtig, können an Materie gekoppelt sein. Sie können aber auch völlig unabhängig von Materie existieren. Und also sowas wie wir sind, wenn unser biologischer Körper abgestorben sind oder wie wir ohnehin sind, wenn wir vielleicht träumen oder uns auf geistige Reisen begeben und so weiter. Das war jetzt also die ganz kurze noch einmal Vorstellung der Aktivitäten. An der Stelle aber erstmal herzliche Grüße an alle meine Patreon-Supporter. Vielen Dank für eure Geduld während meiner kleinen kreativen Pause. Herzlichen Gruß auch an alle meine Seminarteilnehmer und alle, die vielleicht noch kommen und alle anderen, die sich für Burkhardt Heim interessieren. Kurzer Hinweis, das Natal-Seminar in Wien Ende Februar, Anfang März ist bereits ausgebucht. Es gibt eine Warteliste, aber wer sich in der schönen Stadt noch einmal, wer also in Wien gerne ein Seminar machen möchte, ich bin dabei, schon einen zweiten Termin zu planen. Wenn ihr immer up-to-date bleiben wollt, dann abonniert am besten meinen Telegram-Kanal. Dort veröffentliche ich alle aktuellen Termine über Vorträge und so weiter. Link findet ihr in der Videobeschreibung. Also zurück zu Burkhardt Heim. Bei diesem Modell, da gibt es ein sehr großes Fragezeichen. Nämlich, was sind diese Syntroklinen eigentlich und vor allem, was hat es mit ihrer Anzahl auf sich? In seiner Schrift Postmortale Zustände, da beschreibt Burkhardt Heim das relativ detailliert, nur verbal. Also ihr findet nirgendwo eine so instruktive Darstellung, wie ich das jetzt gemacht habe, glaube ich. Aber es gibt auch, es gibt diese Tabelle. Er ordnet ja die verschiedenen Organismen, die verschiedenen Lebewesen nach Bewusstseinsstufen. Und er fängt also an bei einfachen Enzymen und DNA. Dann gibt es Einzeller, Pflanzen, Pilze, dann gibt es einfache Tiere, dann gibt es komplexe Tiere, also höhere Primaten und dann gibt es uns Menschen. Und auf jeder dieser Stufen, sagt er, verdoppelt sich die Anzahl dieser Syntroklinen mit den Aktivitätenströme. Und warum? Das sagt er nirgendwo. Und ich habe mich das immer gefragt. Ich habe in allen möglichen anderen Manuskripten nachgesehen, die ich zur Verfügung hatte. Ich habe dazu nichts gefunden. Irgendwie leitet er das als Gott gegeben ab und man hat einfach eigentlich keine Ahnung, warum. Irgendwo ist so ein Hinweis
ja, die Intensität wird zu hoch, das muss sich verdoppeln, aber warum, das ist unklar. So, und die Schlussfolgerung, zu der ich gekommen bin, als ich mich damit beschäftigt habe, was ist jetzt damit gemeint, lautet einfach, das war Heims Art zu denken. Als Naturwissenschaftler hat er so ein bisschen binär gedacht einfach, das muss man ihm nachsehen. So ist er auf dieses Modell gekommen. Und dazu kommt, viele von euch haben in den Kommentaren zu diesen damaligen Videos dieses Modell auch kritisiert, und zwar völlig zu Recht. Es gibt nämlich gerade bei den höheren Tieren wirklich phänomenale, ja, Künstler, möchte man sagen, die also fantastische Sinnesleistungen sowieso, aber auch einfache mentale Leistungen vollbringen können, also Wale, Delfine und so weiter. Und Heim hat zwar immer so ein Schlupfloch gelassen und gesagt, ja, es gibt da Übergangsformen zwischen diesen Bereichen, aber hat sich darauf eigentlich nie so genau eingelassen. Und jetzt möchte ich, wahrscheinlich zum ersten Mal, dass das überhaupt jemand macht, möchte ich eine Erklärung liefern, was sind diese Aktivitätenströme und wie lassen sich Lebewesen tatsächlich darin einordnen. Und wir werden feststellen, Heims Modell ist zwar an und für sich recht gut, aber es ist viel zu starr. Es braucht mehr Durchlässigkeit und man muss wirklich im Einzelnen hingucken, wie viel ist da und was ist da überhaupt. Was sind also Aktivitätenströme? Bei Heim in seinen Schriften sagt er relativ eindeutig, es gibt steigende und fallende Aktivitätenströme. Die steigenden Aktivitätenströme vom Körper in den Ilkor-Komplex, also die Psyche, die entsprechen den Sinneswahrnehmungen. Und die fallenden, die entsprechen, also Sinneswahrnehmungen, den Wahrnehmungen der Umwelt. Und die fallenden, die entsprechen Aktionen, die der Körper ausführen kann, die man also bewusst unternehmen kann. Und je mehr fallende Aktivitätenströme es hier gibt, umso mehr biologische Freiheitsgrade hat der entsprechende Organismus. Und nun ist es naheliegend, hier erstmal eine Bestandaufnahme zu machen. So, was heißt überhaupt, was qualifiziert überhaupt einen Aktivitätenstrom? Ein Beispiel möchte ich einsteigen. Photonen treffen auf eure Netzhaut. Das heißt, genau genommen treffen sie, jetzt genau in diesem Moment, auf chromophore Enzyme, die ihre Konformation ändern, also ihre Struktur ändern, wenn die mit Lichtenergie versorgt werden. Das erzeugt einen gewissen Impuls und eine Strukturänderung, erstmal auf der molekularen Ebene. Wenn das mit ausreichend vielen Molekülen passiert, dann wird die ganze Zelle, die ganze Netzhautzelle aktiviert. Da gibt es ja verschiedene Typen, die auch für verschiedene Farben zuständig sind. Die ganze Zelle wird aktiviert und das ist schon die nächsthöhere Strukturstufe, also die nächsthöhere Stufe von Bedeutung, die das einkommende Licht erfährt und die Information, die dem zugeordnet wird insgesamt. Wenn es mit ausreichend vielen Zellen passiert, wird der gesamte Sehnerv aktiviert. Das ist wiederum eine größere Struktur, die aus vielen Zellen besteht. Das ist die nächste Bedeutungsebene. Und der Sehnerv sendet dann ein Signal in die Sehrinde, das ist noch komplexer, und da erst werden dann die Signale aus beiden Augen zu einem 3D-Bild der Umwelt, zu einem optischen 3D-Bild der Umwelt zusammengesetzt. Die Sehrinde ist an der Stelle bereits eine Repräsentation der Ilkor-Struktur. Die physikalische Repräsentation der Ilkor-Struktur, die an sich immateriell ist, aber es hat natürlich seine biologische Matrix, nennen wir es mal. Und jeder dieser Signalströme aus meinem rechten Auge, aus meinem linken Auge, stellt einen steigenden Aktivitätenstrom dar. Und so kann man das abgrenzen. Ein Aktivitätenstrom ist etwas, das nicht durch einen anderen Kanal fließen kann. Also wenn ich jetzt mein rechtes Auge zuhalte oder wenn es verletzt ist oder was auch immer, dann ist da kein Aktivitätenstrom an der Stelle oder ich sehe vielleicht nur Schwärze. Ich habe also zwei steigende Aktivitätenströme, die optische Informationen transportieren und denen ich meiner Umwelt optisch Bedeutung zuordnen kann. Zwei. Meine Ohren sind genau das gleiche. Ich habe zwei akustische Aktivitätenströme, die werden auch zu einem stereoskopischen Bild zusammengesetzt. Ich kann ja Richtungen hören und so weiter.
Das sind schon 4 Aktivitätenströme. Also Menschen müssten laut Heim 8 steigende, 8 fallende haben, insgesamt 16. Also ich habe schon 4. Was habe ich noch? Ich habe Nase. Geruchssinn ist bei Homo sapiens völlig verkümmert, sehr schade, aber das wäre also eine Syntrokline, ein Aktivitätenstrom steigend. Das gleiche gilt für den Geschmackssinn, bin ich schon bei 6. So, jetzt wird es schon fast schwierig. Ich habe noch einen kinästhetischen Sinn, also Gleichgewicht Körperwahrnehmung, das würde ich mal auf eine Syntrokline setzen, und einen Tastsinn. Wobei man sich dann streiten könnte, gibt es einen äußeren Tastsinn, einen inneren, ist das Schmerzempfinden, vielleicht noch etwas anderes, aber das wären tatsächlich erstmal 8. Sagen wir, ich komme auf ungefähr oder relativ genau 8 steigende Aktivitätenströme, wenn ich mal zähle, was ich so habe. Gehen wir jetzt in die andere Richtung. Was habe ich für fallende Aktivitätenströme? Also was kann ich mit meinem Körper machen und wie ist das differenziert? Ist teilweise ein bisschen schwierig, aber ich glaube, es ist auch hier relativ eindeutig. Erstmal gibt es eine Grobmotorik. Grobmotorik, also alle Bewegungen des Körpers, wie ich jetzt so mache, die ist relativ offensichtlich zweigeteilt, weil ich habe rechts und links. Wir orientieren uns vollkommen an rechts und links. Wir differenzieren zwischen rechten und linken Bewegungen, die sind auch relativ unabhängig. Das sind 2 fallende Aktivitätenströme. Dann haben wir Feinmotorik, das sind 2 weitere. Feinmotorik und Grobmotorik unterscheide ich deshalb, weil die mit ganz anderen mentalen Funktionen verknüpft sind. Also die Grobmotorik sind vegetative Funktionen, wie man halt den Körper bewegt, wie man geht und kaut und was auch immer. Feinmotorik ist sehr stark mit mentalen, kulturellen Funktionen verknüpft, mit Schreiben, mit Werkzeugen benutzen und sowas. Hier ist auch interessant, es gibt offensichtlich eine Vorliebe für eine bestimmte Seite, also deswegen gibt es Rechts- und Linkshändigkeit. Der eine Aktivitätenstrom scheint stärker ausgeprägt zu sein normalerweise als der andere. Also 4 fallende Aktivitätenströme, 4 fallende Syntroklinen. Und was habe ich nun noch? Stimme offensichtlich. Ich habe eine Stimme und da würde ich unterscheiden, ohne dass ich das jetzt zu lange ausführen möchte, in Sprache und in Gesang. Das sind 2 relativ verschiedene, wird zwar mit demselben Organ gemacht, aber es sind 2 verschiedene Ausdrucksformen. Okay, jetzt bin ich bei 6 und nun komme ich wirklich schon ins Rudern, denn jetzt fällt mir eigentlich nur noch ein, so Kontrolle über die halbvegetativen Funktionen, wie meine Atmung, die funktioniert normalerweise autonom, aber ich kann es auch ein bisschen beeinflussen. Dazu zählen sicherlich auch die Ausscheidungsfunktionen, vielleicht Sexualfunktionen. Und das war es dann eigentlich. Mehr fällt mir nicht ein. Vielleicht fällt jemandem noch ein 8er-Kanal ein, aber ich komme jetzt auf 7. Vielleicht kann man noch weiter differenzieren zwischen verschiedenen, aber ich komme jetzt wirklich nur auf 7. Okay. Man kann also sagen, Burkhardt-Heims Modell trifft ungefähr zu. Wir haben also vielleicht zwischen 15 und 17 Kanäle in dem gesamten Gebilde Homo sapiens, die zwischen Psyche und Körper austauschen. Schauen wir uns das Ganze jetzt bei einem anderen Organismus an. So, wenn ich bei dem Kater hier zähle, dann würde ich sagen, zwei hervorragende optische Kanäle, zwei noch viel bessere akustische Kanäle. Wusstet ihr, dass Katzen 32 Muskeln haben, die die Ohrenbewegung steuern können? Also wirklich ganz fantastisch. Beim Riechen, ja, Katzen haben sogar eine größere Riechzelldichte in der Nase als Hunde. Nicht absolut mehr Riechzellen, aber eine größere Dichte. Und ich wage mir das gar nicht vorzustellen, wie das Geruchserlebnis bei Tieren ist. Also ich würde sagen, da vergebe ich mal vorsichtshalber 2 Geruchssyntroklinen, um diesen Sinneskanal oder diese Sinneskanäle um das zu zählen. Dann bin ich bei 6. Dann hat der offensichtlich Geschmack. Und dann hat er natürlich den Gleichgewichtssinn und auch ein Tastsinn. Jetzt bin ich bei 9 steigenden Aktivitätenströmen. Ja, das ist deutlich mehr, als er laut Heim haben müsste, laut dem Modell hier. Da wären es nämlich nur 4 steigende und 4 fallende.
also bei weitem nicht so, also die höheren Tiere zumindest sprengen dieses Modell bereits. Wie ist das mit den fallenden Aktivitätenströmen? Nun, da hat er sicherlich Grobmotorik und mein Pullover wird das wahrscheinlich nicht überleben. Er hat Grobmotorik, 2 Stück bestimmt. Feinmotorik, nein, das würde ich einer Katze jetzt nicht zuordnen. Bei Menschenaffen und höheren Primaten, die hätten vielleicht noch einmal Feinmotorik. Was habe ich gesagt? Also 2-mal Grobmotorik. Feinmotorik haben Katzen, Hunde und so weiter nicht. Menschenaffen hätten da sicherlich einen Kanal noch, vielleicht sogar 2, eher einen. Aber jetzt andere Tiere hätten da nichts. Was er allerdings stattdessen hat, wenn ihr das mal beobachtet habt oder selbst Katzen mögt, sie hinterlassen ja überall ihren Geruch, Hunde natürlich auch. Die reiben sich hier, dass die Spucke überall haftet und pinkeln natürlich überall hin und kratzen mit den Krallen an Bäumen. Ich würde sagen, das ist regelrecht ein eigener Kommunikationskanal, was sie mit ihrer Umwelt anstellen können. Also wie sie ihre Umwelt beeinflussen können. Das ist ein fallender Aktivitätenstrom für mich. Dazu kommt natürlich die Stimme. Da würde ich jetzt nicht sagen, dass sie singen und sprechen können. Also ja, das sind dann 4 fallende Ströme. Und das ist es dann, glaube ich, auch. Achso, Kontrolle über die vegetativen Funktionen wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich keine bewusste Kontrolle über die vegetativen Funktionen. Aber das wären 4 fallende Aktivitätenströme bei höheren Tieren. Auf die ähnliche Weise kann man jetzt bei vielen verschiedenen Tierarten hergehen und diese Sinneskanäle und körperlichen Freiheitsgrade bewerten. Also Wale, Delfine, Raben, Papageien und so weiter, die können auch ganz fantastische Dinge natürlich. Und hier muss ich wirklich sagen, ist Heims Modell sehr ungenau, wie wir gerade gesehen haben. Also vor allem die Sinnesleistungen von höheren Tieren sind absolut fantastisch und übersteigen unsere in erheblichem Maße. Und das muss einen wesentlich exakteren, höheren Grad an Bewusstheit über die Umwelt voraussetzen oder erzeugen. Die Umwelt zu beeinflussen, haben sie nicht so viele Freiheitsgrade wie wir Menschen. Bei einfachen Tieren können wir das jetzt auch nochmal machen. Nehmen wir mal diese Qualle zum Beispiel. Was hätte die an Sinneswahrnehmung? Vielleicht bestimmt eine Art Lichtempfinden, Gleichgewichtsempfinden und einen osmotischen Sinn, also Salzgehalt des Wassers und so weiter. Das wären 3 steigende Kanäle. Ich weiß nicht, ob Quallen hören können, ich glaube aber nicht. Vielleicht gibt es einen Biologen unter euch, der die Frage beantworten kann. Laut Heim müssten diese niederen Tiere also über 2 plus 2 verfügen, insgesamt 4. Also die Qualle hätte jetzt 2 oder 3 steigende Aktivitätenströme schon mal. Fallende Aktivitätenströme, Gesamtbewegung des Körpers wäre ein Kanal und Funktionen, die der Jagdfunktion, die dem Jagdverhalten zugeordnet sind, also das Verschießen von Nesselkapseln vielleicht, das wären 2 fallende Aktivitätenströme. Und das war es dann auch. Okay, das trifft dann auch so einigermaßen zu. Wie ist es bei Pflanzen? Pflanzen können sicherlich irgendwo Licht erspüren und haben wahrscheinlich auch eine Art osmotische Wahrnehmung der Umgebung. Also wo sind mehr Nährstoffe, in welche Richtung. Bewegen können sie sich faktisch nicht. Sie können zwar wachsen in bestimmte Richtungen, aber bis auf Spezialformen, wie jetzt Venusfliegenfallen, die tatsächlich so sich relativ schnell schließen können, können sie keine aktiven Bewegungen ausführen. Höchstens so die Blätter im Sonnenlauf drehen oder dem Licht hindrehen. Das wäre für mich 2 steigende, ein fallender Aktivitätenstrom. Also sollte nach dem Modell 2 haben, hat vielleicht 3, vielleicht auch je nach Spezies unterschiedlich. Über die molekularen Sachen möchte ich mich jetzt nicht auslassen, das wird dann auch zu fremdartig und zu spekulativ. Natürlich kann man sich mit der Nahthaltechnik in alle möglichen Seinsformen hineinversetzen lassen und die Realität aus deren Sicht erleben, regelrecht. Über die Gefühle, nicht über den Verstand. Und das ist von leicht beglückend bis positiv erschütternd, je nach Intensität. Kann extrem faszinierend sein. Die Intensität
wird immer von der übergeordneten geistigen Quelle gesteuert, sodass man es immer positiv integrieren kann und dabei psychisch selber stabil bleibt. Und das dient nicht nur dazu, die Neugier zu befriedigen, auch nicht die intellektuelle Neugier. Es kann direkt praktisches Wissen daraus abgeleitet werden. Zum Beispiel, welche Wachstumsbedingungen braucht ein Bakterium, um bestimmte Substanzen bevorzugt zu produzieren. Etwas, was in der biologischen Verfahrenstechnik extrem wichtig ist und auch schon gemacht wurde mit dieser Technik. Entscheidend ist, dass man, wenn man auf diese Weise Informationen erhält, dass man die nicht durch die Maske der vorgefassten Meinungen filtert. Nicht durch das, was man aus dem Lehrbuch weiß, nicht durch das, was man vermutet, nicht durch das, was man gerne hören möchte. Die Aufgabe dabei ist es, vollkommen neutral zu sein, die eigene Psyche gewissermaßen auszuschalten, und die Verantwortung liegt darin, nicht im Inhalt, sondern die Verantwortung liegt darin, dass man das unverfälscht niederschreibt oder ausspricht, was man da hört oder empfängt an Informationen. Und das ist die eigentliche Herausforderung, das trainiert man dann auch in den fortgeschrittenen Kursen. Man muss also immer offen bleiben für Neuigkeiten, selbst dann, wenn sie der eigenen Meinung widersprechen. Auch Burkhardt-Heims Modell darf man nie als absolut und für alle Zeiten gültig betrachten. Wenn es etwas gibt, das besser ist als Heims Modell, dann freut man sich darüber. Wenn Burkhardt-Heims Modell erweitert werden kann, dann freut man sich darüber. Jedes mentale Modell ist nie der Weisheit letzter Schluss, sondern immer nur ein bestimmter Blickwinkel auf die Welt. Ganz gleich, wie gut er erscheint. Er mag eine Krücke sein für eine bestimmte Zeit, aber wenn man zur ultimativen Erkenntnis vorstoßen möchte, dann muss man auf die Intuition zurückgreifen in beliebig vielen Dimensionen und in Farbe.